Heute bei den Lately News hat in Kleve die Polizei eine illegale Zigarettenfabrik in einer stillgelegten Schule entdeckt und konnte dabei 12 Verdächtige festnehmen. Dabei fand die Polizei rund 10 Millionen Zigaretten und den Verdächtigen droht nun eine Anklage wegen Steuerhinterziehung, Steuerhehlerei und dem Verstoß gegen das Markengesetz. Denn Lucky Strike mag alles außer Krebs durch seine Zigaretten und Markenschutzverletzungen. Aufgeflogen war die Fabrik vor allem, weil sich die Nachbarn über den ständigen Raucherhusten in dem Gebäude beschwerten. Noch mehr gleich bei News. Hier ist Berlin mit den aktuellen Lately News aus dieser und der nächsten Welt. Natürlich auch heute Abend, wie immer mit mir, Florian Streletz. Selbstverständlich bin ich heute Abend wieder nicht allein im Studio, sondern auch diesmal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Kapstadt oder wieder aus Bielefeld oder zumindest vielleicht. Aber kommen wir zuvorerst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und schauen nach Berlin. Gerade meine Karriere als Fußballer kann man zu Recht in der Retrospektive wohlwollend als existent bezeichnen. Highlight war sicher meine Weigerung, an der EM 2000 teilzunehmen. Aber auch nur, weil ich mir das Zimmer hätte mit Lukas Podolski teilen müssen. Wir sollten wegen unserer urdeutschen Nachnamen das Zimmer teilen, fand zumindest der Integrationsbeauftragte des DFB. Immerhin hatten sie damals noch einen, heute macht das der Hausmeister nebenbei auch noch mit. Neben dem ganzen taktischen Training der Nationalmannschaft. Und vermutlich wegen eines fehlenden Hausmeisters ist ein blau-weißer Mannschaftsbus in Berlin-Köpenick in die Umkleidekabine einer dort ansässigen Bundesliga-Mannschaft gekracht. Natürlich aus Versehen, trotzdem ein unfairer Move von Hertha BSC gegenüber Union, so doch noch die Nummer 1 in Berlin zu werden. Dabei hätte es die sportlich viel fairere Art gegeben, das zu schaffen. Nämlich Union einfach alle guten Spieler wegzukaufen. Das machen die Bayern erfolgreich seit 200 Jahren und ist absolut fair. Für die Bayern. Währenddessen in Dülken. Wie jeder gute Autofahrer in Berlin habe ich nur die wichtigsten Sachen im Handschuhfach. Die da wären eine Straßenkarte von Berlin, natürlich von vor dem Mauerfall, dann ein paar Autofahrerhandschuhe aus Velociraptor-Leder, nicht zu vergessen die obligatorische Klorolle und einen geladenen Revolver. Falls der ein oder andere meine Fahrweise moniert, kann man so doch recht schnell dieses Problem klären. Natürlich habe ich auch einen Notgroschen im Handschuhfach, falls ich die Kreditkarte vergessen habe und tanken muss. Wobei sich der Revolver in letzter Zeit immer häufiger auch als gute Zahlungsalternative bewiesen hat. Ähnlich erging es einem 58-Jährigen in Dülken, der von der Polizei angehalten wurde, da ihn verdächtig vorkam. Und wie sich herausstellte, zu Recht, da der Mann ganze 83.900 € im Handschuhfach versteckte. Respekt! So viel Geld bekomme selbst ich nicht in mein Handschuhfach, sogar wenn es leer ist. Nicht, dass ich das schon mal ausprobiert hätte. Derweil in Kyoto. Eine meiner größten Leidenschaften ist ja das Gaming. Seit ich damals von meiner Tante Erna einen nachgebauten Gameboy bekommen habe, der selbstverständlich ein buntes Display hatte und schon damals in Full HD lief, war es um mich geschehen. Und er wurde ein fast so treuer Begleiter wie der von meiner Tante geklonte Yoshi, der leider nur irgendwann zur Farm in den Norden musste, und danach feierten wir seinen Abschied mit einem leckeren Rinderbraten, der so gar nicht nach Rind schmeckte. Und vermutlich sah deshalb schon damals die Krone von Prinzessin Peach so wertvoll aus, weil sie das auch ist. Goldexperten haben den Wert der Krone analysiert mit dem Ergebnis, dass diese nicht weniger als 240 Millionen Pfund wert ist. Jetzt erklärt sich auch, warum Bowser
die Prinzessin nur entführt hat, nämlich einzig und alleine wegen der Krone und nicht wegen ihrem knackigen Hintern. Oder war das der von Mario? Unterdessen in Mallorca. Ein guter Trick früher in der Schule, aber auch später im Studium war es immer, wenn ich meine Hausaufgaben oder Aufsätze vergessen hatte, einfach meinen eigenen Tod vorzutäuschen. Dafür muss man aber etwas Vorarbeit betreiben. So macht es wenig Sinn, als Einzelkind aufzutreten, sondern wenn schon, dann als Zwilling oder Drilling. Denn nur so kann man in den vollen Genuss des Bestehens kommen, da jeder Lehrer oder Dozent einem eine Eins gibt, weil man ja gerade so einen schweren Schicksalsschlag erlitten hat. Einfacher hatte sich da ein Mann auf Mallorca gemacht, der nicht nur seinen eigenen Tod vortäuschte, sondern auch im Vorfeld seinem Arbeitgeber 1 Million Euro geklaut hatte. Dementsprechend war die Firma nicht überzeugt von dem Tod und engagierte eine Detektei, die den Mann schließlich über Facebook finden konnte, da er am anderen Ende der Insel feierte und dies auch schön auf Facebook immer teilte. Clever. Aber schalten wir jetzt noch einmal schnell zum Wetter und zu unserem Wetterkorrespondenten Froschi Feuerstein mit der aktuellen Wettervorhersage für die nächsten 3 Tage. Danke, Froschi Feuerstein. Und immerhin bedeutet diese Wettervorhersage, dass es in den nächsten Tagen 35 Grad gibt. Also ein fast normaler April. Das waren die Late News für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit weiteren aktuellen Nachrichten. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.